Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine klassische Erdbeer-Käse-Sahnetorte. Diese Torte besteht aus meinem hellen Biskuit, 2 Böden davon und einer leckeren, wunderbaren, fruchtigen Erdbeer-Quark-Sahne-Füllung. Das Rezept für den Biskuit, den ihr dafür braucht, den backen wir uns am Vortag vor. Das verlinke ich euch hier oben auf dem kleinen i und hier unten in der Infobox direkt unter dem Titel. Da findet ihr die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zu meinem Blog zum Ausdrucken, zum Nachlesen und auch alle Zutaten. Also guckt da unbedingt mal rein. Und ja, den Biskuit, ihr seht ihn hier, den backen wir uns, wie gesagt, am Vortag vor. Ihr könnt auch nur 2/3 des Rezepts backen. Wir brauchen nämlich nur 2 Böden, einen oben und einen unten. Wir starten das Video gleich mit der Zubereitung unserer leckeren Erdbeerquarksahne. Zuvor möchte ich mich noch ganz herzlich für die ganzen Fotos zu Ostern bedanken. Ihr habt so viel schöne Torten nachgebacken, das ist einfach der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür, wirklich toll. Es freut mich immer sehr, wenn ich merke, dass meine Rezepte so gut ankommen. Ja, vergesst bitte nicht, wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und damit ihr keins verpasst, dann auch gleich die kleine Glocke hier unten aktivieren. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir starten mit unserer Torte. Natürlich benötigen wir ein Festigungsmittel für diese Torte und dann nimmt man sich wirklich 12 Blätter Gelatine, weil Erdbeeren oft viel Säure enthalten und da muss die Gelatine etwas verstärkt werden, da muss man etwas mehr nehmen, sonst hat man die Gefahr, dass die Creme einem nachher wegfließt. Einfach gerade in kaltem Wasser einweichen, so 5 Minuten, 5 bis 10 beiseite stellen. So, dann brauchen wir unsere 500 Gramm Erdbeeren. Ich habe jetzt hier tiefgekühlte genommen. Die muss man sich natürlich so ein bisschen auftauen lassen. Am besten schon ein paar Stunden vor dem Beginn des Backens herausnehmen aus dem Tiefkühler und sie schön antauen lassen. Sonst sind sie zu arg kalt und es gibt so ein Eispüree dann. Ihr könnt natürlich auch frische Erdbeeren verwenden. Dann bitte putzen und das Grüne entfernen. Die Erdbeeren werden jetzt püriert. Und wir geben sie uns nach dem Pürieren in eine Schüssel. Sie müssen nicht unbedingt gesiebt werden. Ich mache das eigentlich bei Erdbeeren nie, aber ihr könnt natürlich sie auch durch ein Sieb geben, damit ihr die Kernchen loswerdet. Dazu gebe ich jetzt 750 Gramm Quark. Ich nehme da gerne Halbfettstufe. Ihr könnt auch eine Kombination aus Magerquark und Sahnequark nehmen oder nur Magerquark. Aber ich finde, es schmeckt so am besten mit Halbfettstufe. 750 Gramm. Dann gebe ich noch 200 Gramm Schmand hinzu. ,200 Gramm Zucker und einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Und das muss natürlich jetzt miteinander verrührt werden. Einfach mit den Schneebesen des Rührgeräts. Eine wunderschöne Erdbeerfarbe ist entstanden. Einmal noch vielleicht so ein bisschen mit dem Schaber umhergehen, dass man alles schön miteinander verrührt hat. Jetzt können wir uns an die Gelatine machen. Das gerade beiseite. Die Gelatine ist schön aufgeweicht. 12 Blatt, wie gesagt. Die werden wir uns jetzt zwischen den Fingern ausdrücken. Einfach um die überschüssige Flüssigkeit loszuwerden. Dieses Wasser kommt weg und wir können uns die Gelatine in ein Töpfchen geben oder in ein Glasgefäß, je nachdem, wie ihr jetzt weiterarbeitet. Ihr könnt sie auch in ein Töpfchen geben und auf dem Herd erwärmen. Nur erwärmen, nicht kochen. Und ich gebe sie immer ein paar Sekunden in die Mikrowelle, so 20 bis 30 Sekunden bei 600 Watt. Und dann ist sie auch schon aufgelöst. Sie darf nicht kochen, sonst wird eure Creme nichts. Sonst wird eure Creme nicht fest. So, und das waren jetzt 20 Sekunden bei 600 Watt, wie gesagt. Und sie ist schon aufgelöst. Jetzt müssen wir die Temperatur der Gelatine, die ja jetzt warm ist, handwarm ungefähr oder ein bisschen wärmer, mit der kälteren Creme angleichen, damit uns die Gelatine nicht klumpt. Und das machen wir, indem wir ungefähr 3 bis 6 Esslöffel von der Creme hier reinrühren, zügig reinrühren und dann die angeglichene Gelatine-Crememasse in die restliche Creme rühren.
Das am besten auch schon unter Rühren machen, damit einfach wirklich nichts klumpt. Wie gesagt, 3 bis 6 Esslöffel, je nach Temperatur eurer Gelatine. Und wenn die Temperatur dann schön angeglichen ist, dann können wir uns die angerührte Gelatine in die restliche Creme rühren. Und das machen wir unter Rühren, immer so peu à peu, dass wirklich nichts klumpt. Und wirklich zügig und konstant rühren, damit das klappt. Sehr schön. Das hat geklappt. Und die Creme wird auch schon dicker. Das sieht man richtig. So soll das sein. Wir lassen uns jetzt die Creme etwas angelieren. Einfach 10 Minuten bis eine Viertelstunde in den Kühlschrank stellen und sie so von dem Rand her etwas andicken lassen. Und in der Zeit schlagen wir uns die 400 Milliliter Sahne steif. Schön gekühlte Sahne. Erst anschlagen, dann hochstellen, damit es nicht so spritzt. Das Übliche halt. So, die Sahne ist schön steif geschlagen. Wenn die Creme jetzt nun fertig ist und schön angeliert hat, dann können wir die Sahne unterheben. So, die Creme ist schön angeliert. Man sieht das, wenn sie so ein bisschen dicklich wird. 10 bis 15 Minuten, wie gesagt, in den Kühlschrank stellen. Einmal schauen hier an der Seite, da sieht man es auch, sie wird dick. Und so sollte sie auch sein. Dann merkt man auch, aha, die Gelatine zieht an, es funktioniert alles. Einmal nochmal durchrühren, dass wir dann nicht trotzdem Klumpen kriegen. Also nicht zu lange im Kühlschrank lassen natürlich. Jetzt können wir unsere Sahne unterheben. Meine Schüssel ist jetzt ein bisschen klein. Wunderschön. Einfach ganz sanft unterheben. Wir wollen die Creme möglichst fluffig, sahnig haben. Und nehmt ein wenig eine größere Schüssel. Die Größe, die ihr habt, das ist schon viel Masse. Für eine 26er Form oder 28 könnt ihr auch nehmen. Und auch die Sahne so in 2 oder 3 Portionen dazugeben. Ihr seht, ich brauche eine größere Schüssel. Es ist wirklich viel Masse. Und die restliche Sahne hinzugeben und alles miteinander wunderschön zu einer Erdbeersahnecreme verrühren. Ich liebe einfach die Farbe der Erdbeeren und dieser Creme. Und sie duftet auch schon sehr, sehr lecker. Wunderschön. Eine tolle Erdbeercreme ist entstanden. Ihr könnt sie jetzt noch abschmecken, wenn ihr wollt. Könnt ihr natürlich noch etwas Erdbeerlikör hinzugeben. Und wir können sie auf unseren ersten Boden geben. Dazu müssen wir uns natürlich den Biskuit erstmal durchschneiden. Und das machen wir jetzt gemeinsam. So, Backpapier abziehen. Und da sehen wir unseren wunderschönen Boden. 2 höhere Böden schneiden, jeweils 2 cm. Das könnt ihr mit dem Messer hier super einstellen. Das Messer bekommt ihr über den Shop, der ist auch in der Infobox verlinkt, beziehungsweise über den Link in der Infobox. Da durchschneiden. Wunderbar. Da haben wir den ersten Boden, wunderschön. Und genau richtig, und ein selbstgebackener Biskuit schmeckt 10.000 Mal besser als ein gekaufter. Also bitte backt ihn selber, sonst tut ihr der Torte wirklich Unrecht. Jetzt noch die Backhaut abnehmen, beziehungsweise einfach wieder auf 2 cm durchschneiden. Und wenn ihr auf 1,5 cm nur schneidet, dann habt ihr noch einen weiteren Boden übrig, den ihr dann einfrieren könnt. Und die wunderbaren, fluffigen und leichten Böden sind fertig und wir können die Torte füllen. So, der erste untere Boden kommt auf unsere Tortenplatte oder Pappe, je nachdem, was ihr da mögt.
Ihr könnt ihn auch direkt auf die Tortenplatte setzen. Ganz, ganz klassisch würde man hier unter diesen Boden noch einen Mürbeteig setzen. Tortenretter darunter, dann kann man die Torte nachher besser verheben nach der Kühlung. Den Ring um die Torte stellen. Und schön festziehen. Und jetzt können wir unsere gesamte Füllung hier hineingeben. Und ihr seht, das passt genau rein und gibt dann auch eine schöne hohe Käsesahne, so wie es sein soll. So, das Ganze noch ein bisschen verrütteln, dass es glatt wird. Das verteilt sich alles schon schön von selber. Wir können uns den letzten Boden aufsetzen. Und zwar nehmen wir hier dafür den Boden unseres Biskuits, lassen den einfach drauf gleiten. Und jetzt vorsichtig andrücken, dass keine Luftblasen entstehen. Und so muss die Torte nun mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht in den Kühlschrank. Und dann ist sie quasi servierfertig. Nach der Kühlzeit schön abgedeckt mit einer Haube am besten, schön im Kühlschrank. Ist die Torte schön fest geworden. Das merkt ihr, indem ihr so ein bisschen dran ruckelt. Vorne und hinten und da tut sich einfach nichts. Dann ist die Torte innen drin auch fest und ihr könnt sie aus dem Ring schneiden. Sonst am besten noch etwas warten. Ja, und wir werden diese Torte jetzt ganz einfach lassen. Einfach nur Puderzucker mit etwas Stärke vermischt, oben aufgeben, die Erdbeeren oben auflegen und sie dann servieren. Ihr könnt diese Torte natürlich aber auch ganz festlich ausdekorieren mit Sahne außenrum, Sahnerosetten und vielleicht die Erdbeeren dann jeweils so auf die Rosetten. Sowas habe ich auch schon öfter gezeigt. Ich verlinke euch mal die Playlist. Da könnt ihr nachschauen, wenn ihr die Torte für einen Festtag braucht. Für einen Sonntag ist die Erdbeerkäsesahnetorte so genau richtig und so können sie auch Anfänger schon wunderbar backen. Lasst uns die Torte aus dem Ring befreien. Dazu nehmt euch einfach ein scharfes Messer und geht vorsichtig hier außen einmal herum. Am besten am Verschluss starten. Und lasst euch dafür wirklich Zeit, damit ihr da außen nichts beschädigt. Dann bleibt die Torte schön. Ihr könnt auch natürlich eine Tortenrandfolie verwenden. Die muss man natürlich dann vor dem Einfüllen außen anbringen. Wunderbar. Und wir sehen auch am Messer, da bleibt nichts hängen. Also die Füllung ist fest. Und wir öffnen uns den Ring vorsichtig. Und lasst euch bei diesen Aktionen immer Zeit, hetzt euch nicht, damit das einfach gut klappt. Und da kommt unsere wunderschöne Erdbeer-Käse-Sahnetorte. Einfach wunderbar. Nur noch Puderzucker oben auf, Erdbeerenfrische. So einfach und so schön muss eine solche Torte aussehen. Für diese ganz einfache Deko einfach 2 Esslöffel Puderzucker mit ungefähr einem oder einem Dreiviertel Esslöffel Stärke vermischen. Das kann eine beliebige Stärke sein, ist vollkommen egal. Die Stärke nimmt dann nachher die Feuchtigkeit des Bodens auf und der Puderzucker kann schön liegen bleiben, wird nicht schmelzen. Schön vermischen und dann natürlich in ein Sieb geben und einfach darüber sieben. Und in der Mitte mache ich immer etwas mehr. Und zu den Seiten hin laufe ich dann aus, denn da kommen meine Erdbeeren hin. Aber ihr könnt auch die Mitte mit Erdbeeren belegen und seitlich mehr Puderzucker machen. Also da könnt ihr einfach ausdenken, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein Muster mit Puderzucker machen. Ganz wie euch das gefällt. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was übrig, also ihr könnt auch die Hälfte des Ganzen nehmen. Und diesen Puderzucker könnt ihr euch in einem extra Glas aufbewahren. Das ist dann sozusagen euer Dekor-Puderzucker. Fehlen nur noch unsere Erdbeeren und die werde ich jetzt einfach hier locker um den Rand legen. Die müssen natürlich schön gewaschen, geputzt sein und dann ist die Torte fertig. So, wunderbar. Ich habe mir ein paar schöne Erdbeeren rausgesucht, möglichst gleich groß. Und da schneide ich mir einfach nur, nachdem ich sie gewaschen und sehr gut abgetrocknet habe, hier vorne das Grüne ab. Und die können wir uns jetzt einfach noch vierteln oder halbieren, ganz wie ihr wollt. Ich werde sie mir vierteln, weil sie dann einfach besser liegen bleiben auf der Torte. Wir haben ja keine Sahne, an der die Erdbeeren kleben können, sodass sie gut liegen bleiben einfach. So, und dann können wir auch schon dekorieren. So, und jetzt lege ich die Erdbeeren einfach auf die Torte und zwar einfach so ein bisschen chaotisch ringsrum. Da darf ruhig eine mal außen liegen und eine innen, dass wir einen schönen äußeren Ring haben.
könnt ruhig auch manche so übereinander legen. So sieht die Torte super appetitlich aus. Jetzt gehen wir nochmal rum und legen noch ein paar so außen ran, so etwas anstellen. Und ich hatte jetzt ungefähr 10 Erdbeeren und das reicht dann aus für eine 26er Torte, die letzte. Und damit wir noch etwas Grün auf der Torte haben, werden wir noch einige Erdbeeren mit Grün halbieren oder vierteln und sie noch dazulegen. Das darf ruhig ungeordnet sein. Das sieht dann besonders schön aus auf dieser Torte. 6 habe ich jetzt, eine lasse ich übrig. Es reichen 3 und dann ist die Torte für mich fertig und wir können sie probieren. Sie sieht wunderschön aus. Und da kommt meine fantastische Käsesahnetorte mit Erdbeeren. Ich werde sie jetzt für euch probieren und euch so richtig den Mund wässrig machen. Traumhaft! Schaut euch das an. Fluffig, fruchtig. Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sie ist so traumhaft lecker. Ich liebe Erdbeertorten aller Art, aber diese hier ist so einfach und so köstlich. Müsst ihr probieren. Einfach traumhaft lecker. Das war meine leckere, klassische Erdbeer-Käsesahnetorte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen schönen Kommentar. Da freue ich mich immer sehr darüber. Ich freue mich auch über eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Vergesst auch bitte nicht, den Kanal weiter zu empfehlen an eure Freunde, an die Familie, damit wir hier weiter wachsen können. Wir sind eine super schöne Torten-Community. Super nett, super freundlich und es freut mich immer sehr, euch alle am Sonntag hier live zu treffen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Da gibt es wieder eine neue Torte. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Backen, bleibt gesund. Tschüss!